So, herzlich willkommen zum Livestream Daytrading zum Business machen. Ja, es ist die Folge 70, es ist der 8.3.2021, es ist kurz vor halb. Und jetzt geht's natürlich, wie immer, fangen wir an mit dem Pre-Market an. Ja, ich sehe gerade was im Stream, was ich eigentlich erstmal nicht machen wollte. Genau. So, jetzt weg. Und dann gucken wir mal, wie der aktuelle Markt heute verläuft. Ein bisschen weiter weg, bis mein Mikro. Man muss mich nicht atmen hören. So. Was ist für uns wichtig? Was sehen wir hier? Okay. Ich denke mal, für diese Punkte sind uns das Wichtigste. Mal gucken, was wir, wie wir das hier sehen können. Hoppala, was habe ich hier gedrückt? Ich hoffe, ihr seid heute alle fit für das heutige Daytrading-Programm. Ja. Wäre natürlich sehr schön. Und aktuell ist, was ist wichtig für uns? So wie es aussieht, haben wir zwar eine große, beziehungsweise, nee, was heißt große, ist eine sehr große Bewegung nach unten mit einer kleinen Korrektur im Markt, die eigentlich so groß ist, dass man das als oder so auf den ersten Blick sieht es danach aus, als ob man den Trend auch oder die Korrektur als Trend benutzen kann. Ja. Mal gucken, ob es tatsächlich so wird und ob es dazu kommt. Wie wir sehen können, es ist ja mittlerweile schon in einer Minute ist es halb und dann werden wir es sehen. Wie gesagt, für den ersten Moment ist natürlich, dass dieser Punkt hier halten wird, dass dieser Tief, dass der Markt nicht tiefer geht, dann können wir weiter oder dann kann ich weiter den Aufwärtstrend handeln. Sollte der Punkt nicht halten, wäre dann der nächstmögliche wichtige Punkt für uns auf der größeren Ansicht oder beziehungsweise auf der mittelfristigen Ansicht der hier. Und sollte der auch dann fallen, dann haben wir einen Abwärtstrend. Mich freut es natürlich, wie gesagt, dass jemand da ist, dass die Leute zuschauen. Und wie gesagt, wer als erster den Live-Chat öffnet, kann auch das Thema bestimmen, worüber ich im Stream reden werde oder vermehrt reden werde. Das heißt, du kannst die Fragen stellen, du kannst die Gesprächsrichtung lenken. Ja. Okay, wir haben kurzfristig hier ein neues Tief erreicht. Könnte sein, dass es noch tiefer geht. Das werden wir gleich sehen. In den nächsten Minuten werden es zeigen. So, wir haben halb auf jeden Fall, ist schon mehr als halb. Dann warten wir mal ab. Ich habe die nächste Bewegung. Hier gab es zwei riesige Kerzen. Bei den Babys wurden sie gar nicht wahrgenommen, das heißt, ja, der Fluss wurde nicht durchbrochen, somit ist eine Aufwärtsbewegung immer noch aktuell. Und für mich ist, warum ich hier sage, mittlere oder große Bewegung ist jetzt natürlich der Unterschied. Oder der Punkt entscheidet gerade darüber, ob es eine mittlere oder große Bewegung wird. Und zwar
Es geht hier in der Bewegung, Korrektur, Bewegung und so weiter. Hier kann es so sein, weil es hier einfach perfekt ist, weil wir in diesen Momenten oder in diesen Situationen gibt es keine Korrektur in der Bewegung. Ja. Okay, in der zweiten, diesen kleineren Bewegung gab es hier zwar jetzt eine, aber im Endeffekt kann es auch genauso sein, dass es diese Bewegung vielleicht in diesen Tief geht und deshalb da abprallt. Deswegen muss man jetzt aufpassen, welcher Markt gerade aktuell spricht. Ist es der kleinste Chart? Ist es der größere Chart? Das werden wir demnächst sehen. Wie gesagt, weil wenigstens sehr kurzfristig oder letzte Tief durchbrochen. Wenn man das überhaupt als ein Tief sehen kann, weil wie gesagt, auch hier haben die BBs jetzt den Fluss nicht durchbrochen. Okay, jetzt wird spannender, weil jetzt kommen wir genau in den Moment, wo sich quasi, ob der Abwärtstrend sich fortsetzen wird oder ob es weitere Korrektur nach oben gibt. Ja, das werden wir gleich sehen. Ja, und tatsächlich sieht es so aus, als ob der mittlere Bewegung jetzt die federführende ist. Weil es immer ein bisschen risky zu traden, da unser Stop-Loss ja aus dem Rahmen oder aus dem Funken raten kann. So, jetzt können wir direkt alles hier wegnehmen. Aber jetzt sind nur diese Bewegung wichtig für mich. Ich wollte kurz was testen. Nicht erschrecken. Ja. Mal kurz rein. Gucken, wie es aussieht. So, nicht mehr lange. Denke ich mal, na, jetzt haben wir eine Abwärtsbewegung. Jetzt brauchen wir nur eine Korrektur. Um die anschließende Bewegung natürlich unsere Position zu eröffnen. Und ich hoffe mal, dass es jetzt bald passieren wird. Also ich möchte jetzt nicht, dass er jetzt nonstop hier durchfällt, ja, ohne eine Korrektur gemacht zu haben. Weil das wäre natürlich jetzt schade aus meiner Sicht, wenn ich keine Möglichkeit habe, in die Richtung zu traden, keinen Trade mitzunehmen. Und deswegen ja. Hoppala. Verklickt. Ja, die Warterei. Die Warterei. Ja, darauf kann man leider keinen Einfluss nehmen.
Wo sind denn Giga und Alpha Gaming? Wo bleibt ihr? Wie ist heute Tag gelaufen, falls ihr da seid? Habt ihr schon eure Gewinne geholt? Oder seid ihr noch nicht dazu gekommen? Lasst es mich wissen. Weil aktuell, wie gesagt, solange der Markt im freien Fall ist, es ist für mich absolut langweilig. Es gibt nichts zu machen, nichts zu holen. Ja, natürlich. Und das Problem ist auch, ne, wenn der Markt so, die mittlere Ebene habe ich ja schon erzählt, zum Beispiel diese Kerze, er ist von 1685 auf 87, das sind eine Kerze, ist 2 Punkte. Ja, doppelt so hoch und das ist doppelt so groß wie mein Risiko pro Trade. Und da ist schon ein bisschen, wie gesagt, risikoreicher zu traden oder eine Position zu öffnen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass man ausgestoppt wird. Und das ist das, was mir ein bisschen vielleicht Angst macht. Das Gute ist jetzt, okay, jetzt könnte das, ne, die auf der Korrektur sein, oder der Beginn der Korrektur. Hoffen wir mal, dass es so ist, dass der Markt sich tatsächlich mal in die Richtung bewegt. Ja, ansonsten, wie gesagt, weiter warten. Was mich überrascht natürlich, ja. Achso, heute ist wahrscheinlich, warum hier so ruhig ist wahrscheinlich, liegt daran. Na, ich denke mal, vermute ich, weil die besten Zuschauer, die ich die letzten Tage hatte, sind gerade nicht da. Das kann, denke ich mal, kann daran liegen, dass jetzt aktuell die Arbeit ist, dass viele Geschäfte wieder geöffnet haben, dass viele von uns wieder fest arbeiten müssen. Wenn nicht, wie gesagt, ich vermisse euch, kommt zurück. Ja. Weil alleine einfach zu streamen ist, ja, macht weniger Bock. Und eigentlich gar nicht. Übrigens für alle, die auf YouTube sind, ja, es gibt auch tatsächlich einen Twitch-Channel. Da ist mein Name auf Twitch, Daytrading Business. Ja. Und für die, die auf Twitch sind, der Kanalname auf YouTube ist Victor Neibert. Da könnt ihr auch ab der Folge 1 den Stream verfolgen. Wie gesagt, am Anfang hieß es vermehrt kleines Konto Großtraden. Und es hat sich so weit gewandelt oder sich entwickelt, dass man Daytrading zum Business macht. Und das möchte ich auf jeden Fall zeigen. Das ist so meine Mission, die ich mir angenommen habe. So, okay, die Korrektur läuft an. Das ist ein sehr schönes Zeichen schon mal. Eventuell kommt es gleich zum Trade. Weil das würde auch von der Zeit passen, weil wie gesagt, zu 80% erreiche ich mein Tagesziel schon in den ersten 15 Minuten. Und deswegen ist es, ja.
Wir sehen gleich. Würde mich überraschen, aber wie gesagt, das ist jetzt... Okay, sieht nur so aus, so viele Punkte sind es gar nicht. Das sind 1,3 Punkte. Aber ich habe hier immer noch leider mein Einstiegssignal noch nicht. Auch wenn ich in den fallenden Markt oder jetzt an meine Position nach unten öffnen möchte, den Einstiegssignal habe ich noch nicht bekommen. Und da bleibt mir nichts anderes übrig als abzuwarten. Und hoffen natürlich, ne, dass ich einen Einstiegspunkt finde. Ja, man sieht es ja, okay. Wie gesagt, die Gelegenheit ist noch nicht vorbei. Es wird jetzt ein schöner Moment, um eine Position zu öffnen, denke ich mal gleich. Ja, aber dafür brauche ich natürlich mein Einstiegssignal. Weil ohne den ist es in den fallenden Messer zu greifen, ja, das ist genau was ich erzählt habe, selbst wenn man nach unten traden möchte. Hier sieht es schon so aus, als ob der Markt jetzt Richtung nach unten geht, also Richtung Short und ja, es gab kein Einstiegssignal und es wurde zu Recht gab es hier kein Einstiegssignal, denn man hätte jetzt einen Verlust oder ich hätte jetzt einen Verlusttrade gehabt. Stattdessen bin ich noch im Spiel und ja, es sieht bis jetzt alles gut aus. Wir sehen gleich. Ich will kurz mein Mikro ein bisschen verrücken. Weil sonst, wenn der Mikro gerade angestellt ist, sehe ich mein die Tastatur nicht. Und da direkt im Blickwinkel. Ja. Nächste Ausbruchbewegung jetzt ohne Warnsignal. Ja.
Es sieht einfach danach aus, als ob ich, wie gesagt, dass der Markt jetzt ohne meinen tatsächlichen Einstiegspunkt nach unten geht. Signal kam leider nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich habe gehofft, in diesem Bereich zu kriegen. Und nicht in diesem Bereich, wenn er schon 89, ja, über 2 Punkte wiederum gefallen ist. Weil wenn man hier einsteigt, wie gesagt, hat man hier nicht mal einen Punkt. Und hier wäre man schon wieder plus minus 0 oder sogar ausgestoppt worden. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Vielleicht könnte das mein Einstiegssignal werden. Das ist ja einfach eine Pullback-Trade. Mal gucken, wie tief oder wie tiefer fällt gleich oder wie tiefer geht. Wie weit entfernt er sich von meinem Risiko. Das werden wir gleich sehen. Ja, jetzt die Frage natürlich, da war der optimale Punkt, aber kein Einstiegssignal. Ja, und jetzt hier auf dem halben Weg ein Einstiegssignal zwar bekommen, in die richtige Richtung. Mal gucken, ob es aushält. Ja, es ist, ne, was mir nicht gefällt, dass es so langsam seitlich wird. Weil selbst wenn das ein zweites Pullback ist, muss er jetzt langsam das Momentum aufbauen. Ich glaube, es wird langsam zu risikoreich. Ja, dauert mir ein bisschen zu lange, bevor er sich entscheidet, jetzt geht er runter oder nicht. Deshalb sichere ich den Trade schon mal auf plus minus 0 ab. Und wenn er geht, ist okay, aber ist nicht mehr optimal, hier noch Geld zu verlieren. Na, wie gesagt, dauert mir ein bisschen zu lange, weil selbst im zweiten Pullback, ja, und mit Pullback meine ich nachweite Korrektur oder dieser zweite Schwung, den er sich hier geholt hat, um Short zu gehen. Eigentlich ab diesem Moment muss er relativ sicher fallen. Was er auch gerade tut, was mir sehr gefällt, natürlich. Ja, perfekt. Ja, wie spät haben wir? 15 Uhr. Ja, okay, in den ersten 20 Minuten jetzt. 15, 20 Minuten, 250. Wiederum ein perfekter Start in die Woche. Selbst mit einem verspäteten Signal. Ja, oder beziehungsweise war gut, dass ich hier abgewartet habe. Weil es war sehr wahrscheinlich, ne, dass ich, wenn ich hier wo das Signal kam jetzt, ein bisschen verspätet, aber vom Risiko her, ja,
Dem Geld hinterher zu laufen, hat für mich in dieser Hinsicht hier keinen Sinn gemacht. Deswegen abgewartet, Pullback. Quasi das zweite Mal Signal bekommen, was ich aber für das bessere Risiko hielt, ja. Und das ist okay. Hat sich herausbezahlt, ne? Dass ich richtig lag. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Aber wie gesagt, alle, die gerade zuschauen, wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit im Live-Chat mir Fragen zu stellen, euch am Gespräch zu beteiligen, ne? Ich weiß ja nicht. Wenn ihr was lernen wollt, weil der Sinn ist es ja, dass ich das zeige, was ich zeige, mein Daytrading-Art. Und zwar Daytrading in der Hinsicht als Business aufzubauen. Was ist wichtig, worauf kommt es an? Ja, und dazu erzähle ich häufiger mal. Und das ist, zeige ich auch mein Tagebuch. Ich mache mal kurz den Trade-Eintrag. Ja, dann kann ich euch mein Tagebuch auch zeigen. Und diejenigen, die es länger verfolgen, die wissen mittlerweile, ja, es gab klare Regeln und was ich zeigen möchte, wie man aus einem kleinen Konto, wie jetzt mein Beispiel von 5000, wie es am Ende quasi, oder das Ziel ist es, dass ich mit diesem kleinen Konto am Ende des Jahres auf 44.000 ungefähr komme. Ja, ohne natürlich das Risiko oder mit dem Risiko zu übertreiben. Ja. Das ist natürlich ganz wichtig, sondern systematisch und vor allem seinen Fähigkeiten entsprechend. Ja, das heißt, die Fähigkeiten sagen mir oder geben mir recht oder entscheiden darüber, ob ich meine Positionsgröße erhöhen darf oder nicht, ob ich mit dem echten Geld traden darf oder nicht, ob ich, egal was ich mache, ja, wie gesagt, nur meine Fähigkeiten und meine Konsistenz entscheiden darüber, ob ich dafür mich qualifiziert habe. Und wie die Regeln aussehen, das, wie gesagt, erwähne ich immer häufiger in meinen Streams. Deswegen seid dabei, live, abonniert meinen Kanal, macht ein Like unter dem Video und natürlich nutzt den Live-Chat. Weil wie gesagt, da könnt ihr den Live-Chat mitgestalten, das Gesprächsthema mitgestalten und natürlich für euch das Maximum aus dem Livestream rausholen. Übrigens, ich sehe gerade, ich habe ein Allzeithoch wieder erreicht. Also das läuft gerade wie geschmiert. Und hier sieht es aktuell das Tagebuch, so sieht es aus. 40% ist ein guter Wert. Ja, wenn man bedenkt, dass es systematisch ist, ja, und das wie gesagt seit 70 Tagen, wie es dem Namen schon sagt. In 70 Tagen finde ich es ein sehr guter Wert. Meiner Meinung nach, es ist 40%. Man sieht es auch hier an der Anzahl der Trades, da sind mittlerweile fast 159 Trades wurden getätigt. Das heißt, es ist keines übertriebenes Risiko pro Trade, sondern es sind viele Trades gemacht worden mit kleinen stetigen Gewinnen. Und ja, das ist es ja, was wir eigentlich alle wollen. Ja. Langfristig profitabel werden, vor allem auch konsistent. Ja. Und man kann auch sehr schön sehen hier, dass ich hier einen Drawdown hatte, hier einen Drawdown, und dieser Drawdown kam natürlich immer dann, wenn ich mich qualifiziert habe für die nächste Position oder beziehungsweise um Kontrakte zu verdoppeln. Ja. Und das passiert natürlich, aber wenn es nicht läuft, wie gesagt, da muss man einen Gang zurückschrauben, aber das ist ganz selbstverständlich, die Regeln sind dafür da. Ja, dass wir uns nicht dass ich mich nicht überfordere, dass ich mich nicht übernehme und das Konto natürlich plätte. Sondern Schritt für Schritt systematisch aufbauen.
So, die erste halbe ist gleich um. Halber Tagesziel wurde erreicht. Das heißt, ich kann heute keinen Minus mehr machen. Selbst wenn ich noch meine 2 übrigen Versuche habe, wo ich einen Trade zum Beispiel verliere. Aber wie gesagt, mein Risiko pro Trade beträgt maximal 10 Ticks. Mit einem Kontrakt entspringt es $100. Ja, ich trade den Future, Gold Future auf den 144er Tick Chart und 720er Tick Chart. Übrigens, wer meine Charts-Anordnung haben möchte, der kann es kaufen, so wie es gerade aktuell ist. Ja, aussieht mit allen Indikatoren, Einstellungen, sei es DBB, VWAP. Ja, wie gesagt, falls jemand mit möchte oder haben möchte und mittraden und nachgucken, dass er Übung haben möchte, wie ich es mache, in meiner YouTube-Beschreibung findet ihr einen Link, wo das steht, Workspace und Indikatoren dazu kaufen. Für diejenigen, die es machen wollen, können es kaufen. Weil aktuell, wie gesagt, erst die Ausbildung dazu, zu diesem Kurs ist erstmal, nenne ich mal so, ausverkauft. Ja. Ich habe es nur in die ersten 10 und jetzt möchte ich das Feedback abwarten, wie sie damit zurechtkommen, bevor ich es für die weiteren Leute freischalte. Und mein anderer Grund zum Beispiel ist auch, warum man Daytrading oder jetzt, was man sehr gut in diesem Livestream sehen kann, und das ist zum Beispiel das, was sich von den Vorstellungen der Anfänger, denke ich mal, ganz stark unterscheidet. Und zwar ist der Punkt, dass viele Anfänger denken, wenn sie an der Börse traden oder als Daytrader arbeiten, das ist so einen ganzen Tag vom Rechner sitzen und einfach nur rein und raus, kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen und total gestresst und total am Ende des Tages total erschöpft sind. Ja, wie gesagt, das wollte ich nur sagen oder zeigen auch, dass es ein Hollywood-Mythos ist und in Wirklichkeit ist Daytrading an sich genommen, solange man sich mit der Positionsgröße nicht übernimmt, ja, eigentlich eine sehr langweilige Tätigkeit. Aber wie gesagt, zu 98% sitzt man und wartet man und dann, wie gesagt, der Klick, den ich getätigt habe, hat einen Bruchteil einer Sekunde gedauert. Ja, und das war's dann auch schon. Ja, und dann jetzt muss man wieder auf die nächste Gelegenheit warten. Weil aktuell, sie kann man sehr schön sehen. Mittelfristig wiederum auch, ja. Und das kann man aber hier auf dem kleineren Chart besser sehen. Ja, ist eine Abwärtsbewegung. Und der Abwärtstrend sogar. Und es wird sich nochmal bestätigen, sollten wir dieses ganz klare Tief hier nochmal durchbrechen. Ja. Das wäre natürlich ein sehr schöner Trade nochmal dann. Und wie gesagt, den würde ich auch reingehen. Aber es bringt nichts, wie gesagt, ja, auch wo ich hier gesagt habe, wo ich getradet habe. Und hier, wenn du merkst, der Markt, du wolltest zwar nach unten kaufen, der Markt aber mit riesigen Schritten schon nach unten gegangen ist, es lohnt sich nicht, ja, dem Geld hinterher zu laufen. Wie gesagt, dann macht man lieber in dem Moment, man lässt den Markt laufen und wartet wieder, wann er wieder zurückkommt, um dann im nächsten Moment, ja, falls sich die Richtung nicht geändert hat, falls das Trading an sich oder die Strategie, solange es sich nichts geändert hat, ist es meiner Meinung nach immer besser, wenn man den Markt zurückkommen lässt, um dann mit ihm mitzugehen und nicht hinter ihm herzulaufen. Weil wenn man anfängt hinter ihm herzulaufen, ja, dann fällt man ganz häufig auf die Schnauze. Und ich denke mal, das will keiner. Und jeder, der schon mal getradet hat, der weiß es, dass es eigentlich auch so ist. Passiert nicht so häufig, ich meine, passiert sehr häufig, es ist nicht die Ausnahme. Na,
Jetzt haben wir hier unser neues Tief. Ja, natürlich ist jetzt aktuell sehr wichtig, oder worauf ich jetzt Acht gebe, ist natürlich, dass ich noch eine Position nach unten unterbringen kann, weil ich bin immer noch short. Ja, wir haben einen Abwärtstrend und dementsprechend suche ich auch eine Bewegung nach unten. Und ich hoffe, dass es früher oder später jetzt kommen wird. Ja. Und ganz wichtig natürlich, ne? Wir brauchen ein Signal natürlich, um die Position zu öffnen, was zu meinem bestmöglichen Nutzen dient, und zwar ohne dass man Risiko sprengt, aber trotzdem mir die Möglichkeit gibt, meinen vollen Gewinn sogar ein bisschen mehr mitzunehmen. Ja. Dann kommt es natürlich auch solche Momente, wie gesagt, da kann ich es nicht einschätzen, kann ich auch nicht beurteilen, es passiert auch manchmal, weil ich kann nicht jede Bewegung, ich kann nicht jeden Tick traden, ja, sondern ich kann nur das traden, wo ich ein Signal habe, wo die klaren Regeln dafür sprechen, aber dafür umso häufiger, dass es funktioniert und profitabler vor allem. Ja? Weil ich habe den Beispiel schon häufiger erwähnt, weil das Allerwichtigste beim Trading ist es, ja, dass es nicht wie in der Spielhalle oder im Casino wird, dass je länger du dann an der Börse bist oder je länger du tradest, dass das Risiko größer wird für dich, alles zu verlieren, sondern es muss genau andersrum für dich beim Daytrading werden, und zwar je länger du wartest, je länger du an der Börse dabei bist, desto mehr spricht die Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende gewinnst, für dich statt gegen dich. Ja? Quasi, du musst zu der Bank werden, du musst zum Casino werden, du musst zu der Spielbank werden, nicht zu dem Zocker, der zockt. Weil das sind Hobby-Trader, das sind die eigentlich keine Ahnung haben wollen, das sind auch die nichts lernen wollen, das sind auch die immer alles besser wissen wollen und natürlich das Geld sehr schnell weg ist. Ja. Und wie gesagt, hier geht es tatsächlich darum, ums Day-Trading-Business. Langfristig vor allem, kein kurzfristiges Geschäft. Ja, hier muss niemand abgezogen werden, hier muss niemand hopp oder top riskieren. Sondern jeden Tag ein bisschen, jeden Tag ein bisschen. Na, und vielleicht sieht es nach 70 Tagen jetzt immer noch so aus. Mein Gott, lohnt sich die Arbeit gar nicht, ja, der hat nur 2000 verdient. In 2 Monaten, das ist ja gar nichts, da gehe ich bei McDonald's arbeiten, verdiene ich mehr. Ja, auf die ersten 2 Monate kann es vielleicht sein, aber zieht man das zum Beispiel auf ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre oder 10 Jahre dann drauf, wie gesagt, wird sich das Ganze extrem verändern, weil bei McDonald's wirst du nie mehr als 1200 verdienen oder was auch immer, und in deinem Job wird es niemals so kommen, dass du plötzlich, okay, natürlich kann es vorkommen, aber das ist für die wenigsten, dass man so befördert wird, wo du das Doppelte am Gehalt verdienst. Ja, aber da musst du eine Karriereleiter aufsteigen, das brauchst Jahre der Entwicklung, und im Trading-Bereich ist es eigentlich nur ein Klick, bist du davon entfernt, deinen Umsatz zu verdoppeln. Und zwar, wie du in der Mitte, ja, wo die Kurse blinken, sehen kannst, trade ich aktuell nur mit einem einzigen Kontrakt. Ja, und das ist, wie gesagt, nur ein Mausklick davon entfernt, meinen Umsatz zu verdoppeln. Das heißt, ich erhöhe von einem auf 2 Kontrakte. Und schon habe ich meinen Umsatz verdoppelt. Das ist in keinem anderen Business möglich. Ja. Und ohne, dass ich mehr arbeiten muss. Das heißt, ich muss nicht mehr arbeiten, ich muss nicht länger vom Rechner sitzen, sondern ich mache das genau, was ich jetzt mache, mit nur einem einzigen Kontrakt, wo ich nur mit einem Trade $200 verdiene. Ja. Und dasselbe werde ich auch tun, wenn ich später mit 10 Kontrakten, mit 20, 30 oder 40 Kontrakten trade. Ja, und wo ich vielleicht 10, 30, 40.000 pro Trade verdiene, werde ich genau dieselbe Tätigkeit ausüben, wie genau eben oder gleich, na, wo ich nur mit 200 Euro verdient habe oder Dollar. Ja, die Tätigkeit bleibt immer dieselbe. Was sich ändert am Ende ist natürlich der Zinseszins. Na, wird für mich arbeiten. Je größer das Geld, na, je größer das Konto wird. So, es sind gleich 40 Minuten um. Keiner meiner Stammleuten ist online. Das ist schade.
dass ich mit mir selber reden muss. Aber die Tage muss ich mich gleich gewöhnen. Ja. Ich denke mal auch für viele, ich gehe mal davon aus, dass die Zeit um 15:30 Uhr, viele, die gerade aktuell einen Job nachgehen, ist es fast unmöglich, um diese Uhrzeit online zu sein. Aber wie gesagt, je nachdem wie das Projekt läuft, ja, je nachdem welche Kundschaft das ist, je nachdem, aber dafür müssen die Leute natürlich mit mir reden und mir sagen, wann es möglich ist, ja. Vielleicht wäre es tatsächlich möglich, dass man entweder einen Morgenstream einbaut oder natürlich einen Abendstream, ja, je nachdem. Aber aktuell möchte ich, wie gesagt, zeigen, das Mindestziel meiner Streams ist es, oder dieser Serie, die ich mache, die ich tagtäglich von 15:20 Uhr bis 17 Uhr streame. Es ist auch die Zeit, wo ich trade. Ich sitze nicht den ganzen Tag vom Trader und beobachte den ganzen Tag die Monitore, versuche jeden Trade mitzunehmen. Nein, so funktioniert es nicht, sondern wie gesagt, jeder kennt es von uns. Ich habe für mich die Börse entdeckt, um weniger zu arbeiten, ja, und nicht mehr zu arbeiten. Natürlich und dementsprechend auch mehr anders Geld zu verdienen. Nicht von der Zeit, die ich verkaufe, sondern mein Wissen, meine Können. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die Katze hat das in der Küche umgeschmissen. Aber es ist gerade hier sehr spannend für mich aktuell, ja. Weil das ist tatsächlich aktuell an der Grenze, will ich meinen. Sehr stark an der Grenze für meinen Einstieg, um nochmal eine Short-Position hier zu eröffnen. Ich glaube, ich riskiere es. Weil er sieht zwar nicht so schön aus. Aber wie gesagt, aktuell ist gerade ein Abwärtstrend. Und der Trend ist immer mein Freund. Ja, muss schon ein bisschen tiefer gehen. Ein paar Ticks. Ja, Momentum aufbauen. Lass dich fallen, mein Freund, lass dich fallen. Also das, was er nicht machen soll, ist natürlich seitlich laufen. Weil dann ist immer die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Ja. Dass er stattdessen nochmal ausbricht. Also gegen mich, bevor er in die Trendrichtung geht. Vielleicht auch damit mit der Konsolidierung anfängt. Das kann man auch nicht immer wissen. Ja. Ich hoffe, dass es genau dasselbe wird wie hier. Ja, das ist direkt, wo ich es wollte. Erstmal nicht ging und dass ich dann im Pullback eingestiegen bin. Ich hoffe, dass es hier genauso klappt. Ach, leider. Will er einfach nicht fallen. Und wenigstens unter diesem Punkt hier. Ja. Also unter, okay. Ist nah dran, ja, aber ist immer noch nicht.
das wollte ich gar nicht sehen. Ja. Und möglicherweise ist es jetzt ja zu Ende erstmal, ja, der Abwärtsbewegung. Was für einen Broker ich benutze, den von NinjaTrader, das ist auch das Programm, was ich benutze zum Traden. Das, was du aktuell siehst, ist NinjaTrader 8, das Trading-Software. Und für das Trading habe ich auch bei denen das Brokerage eröffnet, also mein Trading-Konto. Weil ich finde tatsächlich, wenn du im Daytrading-Bereich unterwegs sein möchtest, ist das vom Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar eigentlich. Aber wie gesagt, ich habe jetzt innerhalb von 2 Monaten schon knapp 160 Trades getätigt und das ist viel. Ja. Wenn man überlegt, dass man pro Trade um die 2 bis 3 Euro bezahlt, je nachdem bei welchem Broker man bist, wie gesagt, sammelt sich das auf jeden Fall am Ende des Jahres und da will man auf jeden Fall nicht zu viel verschenken. Aber freut mich, dass du gefragt hast, Andreas. Ja. Wie gesagt, falls ihr andere Fragen habt, jederzeit fragen, falls euch noch was interessiert. Ja, einfach bei Google NinjaTrader angeben und da kommt ihr auf deren Seite. Da kann man direkt über die Software was erfahren, noch kostenlos probieren, testen. Und da gibt es auch die Möglichkeit, über das Brokerage von denen auch zu erfahren. Ja, tatsächlich, wie gesagt, will der Trade nicht fallen oder der Markt hier in diesem Bereich nicht fallen. Ja, macht spannend, ne? Ja, das ist sehr schön. Okay, jetzt gab es den Durchbruch. Auf der minimalsten Ebene wenigstens. Ja, ich denke mal, Minus-Trade möchte ich jetzt hier nicht riskieren. Da dauert mir schon viel zu lange. Wenn er jetzt hier noch mein Ziel abholt, ist es perfekt. Dann ist es die perfekteste Ausbeute heute Abend, aber nach diesem Pullback, wie gesagt, möchte jetzt nicht nochmal, dass er nach oben geht und mich dann abholt. Wenn er runterfallen möchte, hat er jetzt noch die Gelegenheit bis zu meinem Stopp. 6 Ticks sind es, 7 Ticks aktuell. Aber mehr will ich aber auch nicht riskieren jetzt. Okay, er geht weiter in meine Richtung, das ist optimal. Ja. Wie gesagt, wenn er noch mein Ziel abholt, wäre das ein sehr schöner Tag. Da hätte ich 2 von 2 richtig. Aber nein, nicht zu früh freuen. Weil wie gesagt, er braucht schon sowieso ein bisschen lange. Sieht auch nicht so schön aus. Er sieht nicht nach klaren Bewegungen nach unten aus, sondern er ist sehr so, als ob der mal gerade auf einer Richtungssuche ist, so Konsolidierungsphase möglicherweise. Ne? Wie gesagt, Broker empfehlen. Ich weiß ja nicht, was du tradest. Wie kann man etwas empfehlen? Dazu musst du mir ein paar Informationen geben, was du machen möchtest. Weil ich sage dir, wenn du nur einen einzigen Markt traden möchtest, im Daytrading-Bereich, und du den NinjaTrader hast, dann hast du optimale Konditionen, weil das ist sehr günstig. Langfristig gesehen wirst du sehr viel Geld sparen als Daytrader. Wenn du aber kein Daytrader bist, ja okay, jetzt wurde ich mit einem Tick ausgestoppt.
Aber wenn du, sagen wir mal, Swing Trader bist oder einen deutschen Broker haben möchtest, da bin ich zum Beispiel auch. Ich trade ja noch Rohstoffe im Swing Trading Bereich, ja, Rohstoffe und Währungen, und da benutzt den WH Self Invest. Ja. Da finde ich zum Beispiel für Daytrading, wenn ich so mehrere Trades oder wenn ich 50, 60 Trades im Monat mache, dann ist er mir ein bisschen teurer. Ja. Aber dafür ist er in Deutschland. Und die andere Frage ist, warum interessiert dich das Thema Broker so sehr? Tradest du schon? Hast du schon eine Strategie? Und die andere Frage, was ist deine Absicht? Ja, was möchtest du traden? Welche Zeiteinheit, welche Periode, wie viele Trades willst du machen? Ist es kurzfristig, ist es mittelfristig, Anlagehorizont, ja, wie viel Zeit verbringst du im Trade, pro Trade? Oh, das waren sogar 20 Minuten, nicht schlecht. Was heißt nicht schlecht? Es ist nicht schlecht, aber besser wäre es natürlich 220, ja. Dann hätte ich mein Tagesziel heute komplett erreicht. Wäre das ein perfekter Tag, und ich mache mal kurz mein Tagebuch fertig. Exit Price. So, das sieht so aus. Ja, das ist unsere Performance aktuell, oder meine Performance. So sieht's aus, so läuft's. Ja, langsam aber sicher. Ja, man sieht jetzt hier auch sehr schön. Da gab es nicht wirklich ein neues Tief. Aber was wir jetzt hier haben, und das können wir jetzt auf diesen Chart wechseln, und zwar das, was sehr cool ist, und zwar haben wir hier zwar neues Tief, aber wir haben gleichzeitig letztes Hoch durchbrochen. Ja? Und was macht das mit uns? Welche Möglichkeiten haben wir jetzt? Ja, das ist eine Frage an euch alle, die da zuschauen. Weil das gibt uns jetzt die Möglichkeit, eine Long-Position einzugehen. Ja, weil wir, wie gesagt, kurzfristig das letzte Hoch durchbrochen haben. Wir haben vorausgesetzt, der Markt jetzt, wenn er jetzt, wenn das die Bewegung ist, er macht eine Korrektur und er erreicht keinen neuen Tiefpunkt. Ich bin Daytrader-Anfänger und bin noch auf der Suche nach einer richtigen Strategie. Ja. Was heißt Trading-Anfänger? Das heißt, du hast null Erfahrung, du hast ein bisschen Erfahrung oder du bist schon länger dabei, aber noch nicht profitabel. Wie würdest du dich beschreiben? Weil, wie gesagt, ich denke mal, wenn du, ich weiß nicht, ob es, manche empfinden das vielleicht, diese Frage zu persönlich, zu sagen,
wenn sie noch nicht profitabel sind, wenn sie noch nicht Gewinn einfahren. Aber das müssen sie, ne? Das müsst ihr nicht, weil wie gesagt, über 80% der Menschen verlieren ihr Geld. Und egal wen ich in meinem Freundschaftskreis frage, die noch nie getradet haben, alle sind Gewinner. Oder haben nur Gewinne mit der Börse gemacht, es gibt keine Verlierer. Ja, deswegen. Es bringt sich selbst nichts, sich selber zu belügen. Deswegen, wie gesagt, ich sage ja auch alles transparent, was ich mache, gewinne, verliere. Man sieht die und die Trades, man sieht auch den Drawdown. Bin schon seit 3 Monaten dabei, okay. Was tradest du denn? Aktien, Futures, CFDs, Forex? Wo bist du unterwegs? Und wenn du sagst, du bist auf einer Suche nach einer Strategie, um was zu erreichen, was ist denn dein Ziel mit dem Daytrading? Hey Giga, grüß dich! Ich bin bei der Arbeit. Sehe ich heute, guten Tag hast, freue mich. Ja, es ist okay. Ja, der Trade, den ich gemacht habe, hat funktioniert. Der zweite war plus minus 0, ja. Hat die Trading-Kosten gedeckt. Aber ich habe mich schon gefragt, wo du bleibst. Ich habe dich schon vermisst, Giga. Ja, es war so ziemlich ruhig die erste halbe Stunde. Oder ein bisschen mehr als halbe Stunde, ich glaube 40 Minuten. Aber jetzt habe ich ja möglicherweise ein Gespräch mit Andreas. Ja. Er sagt, ich hoffe, ich kann ihm helfen. Bei dem, was er sucht oder bei dem, was er tut oder tun möchte. Sag mal so, Andreas, ja, ich weiß jetzt nicht, ob du noch da bist. Aber ob, selbst wenn du 3 Monate dabei bist und Broker suchst und alles, ja, richtigen Broker, sag mal so. Bei plus 500 mit einem Startkapital von 3000. Achso, du bist beim plus 500 mit einem Startkapital von 3000. Okay, und was möchtest du traden? Ne? CFDs oder was möchtest du? Und was noch wichtig ist, welches Ziel hast du? Was möchtest du mit deinen 3000 machen? Wie viel sollen es werden? Am Ende des Jahres? Zwei Trades. Bis jetzt 2 Trades gemacht, oder? Ich sehe ganz klein von meinem Handy. Ja, ich habe nur 2 Trades aktuell. Sind, lass mich lügen, sage ich dir gleich, sind $270 im Plus gerade. Weil ich denke mal, wenn du plus 500, ich glaube, das ist ein CFD-Broker, ne, den du benutzt. Und ich habe das schon häufiger erwähnt, auch an andere, die schon mal die Frage gestellt haben, weil die CFDs-Broker, ja, sie sind ziemlich teuer. Naja, wollte ich gerade sagen, weil es klingt so danach nach einem CFD-Broker. Und das ist ein ziemlich teures Unterfangen. Auf den ersten Blick sieht es nach wenig aus, ja, weil man meistens nur einen Tick bezahlt. Aber langfristig gesehen ist es nichts, womit du Geld verdienen wirst. Langfristig, ja, Andreas? Weil wenn du tatsächlich dich im Daytrading-Bereich orientieren möchtest, dann wird dich kein Weg daran vorbeiführen, entweder Aktien oder Futures zu traden. Weil alles andere ist ein Graumarkt. Das wurde dafür quasi ja zum Spielen gemacht, aber nicht um langfristig Geld zu verdienen, weil du wirst keinen Profi finden, der seinen Lebensunterhalt an der Börse verdient, ja, dass er an der CFDs tradet. Aber wie gesagt, meine Meinung ist auch nur meine Meinung. Ja, du musst mir nicht zu 100% vertrauen, glauben.
Wie gesagt, ich zeige dir, was ich mache, wie ich es mache. Ich habe schon viele Fehler gemacht. Ich habe viel Geld verbrannt. Viel Geld sinnlos verbrannt. Ja, und wie gesagt, das muss man nicht. Ja. Wie gesagt, meiner Erfahrung nach ist CFD-Broker einfach viel zu teuer. Weil die haben da nicht mehr diese übersichtlichen Gebühren, die du so sehen kannst. Sondern die haben versteckte Kosten, viele versteckte Kosten, Finanzierungskosten. Ja, und das ist schon... Ja, wenn man da nicht aufpasst, ist es sehr viel Geld. Insbesondere, wie gesagt, wenn man im Daytrading-Bereich, so wie ich jetzt, dass man am Tag vielleicht 2, 3 oder 3 Trades durchschnittlich macht, manchmal sogar 4 pro Tag, dann wird es sehr, sehr teuer. Ja. Ja, du musst überlegen, wenn du beim CFD 1 Punkt Spread bezahlen musst, ja, und du hast nur 10 Punkte oder 10 Ticks, oder Pieps, wie heißen die bei CFDs, weiß ich nicht, dein Stop-Loss, das heißt, du bezahlst 10% pro Trade, ohne Finanzierungskosten. Und das ist, wie gesagt, viel zu viel. Hey, mein erster Like. Giga, ich danke dir. Du bist nach wie vor mein bester Mann. Danke dir, ich dachte schon, heute gibt es keine Likes. Ja. Das Publikum ist heute schwieriger. Sie zu beeindrucken. Ja. Oder sie auch aus der Reserve zu locken. Okay. Ja, ich denke mal, jetzt fängt die Konsolidierungsphase an. Das wird jetzt wahrscheinlich hoch, runter gehen. Längere Zeit. Ich weiß nicht, ob da noch was passiert, was kommt. Oh, Sekunde, ich muss mal kurz. Ich komme gleich. Ja. Der Mann sich bewegt. Bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Ja, was wollte ich noch sagen? Also ich trade mit alles mögliche. Anfangs habe ich ziemlich viele Einnahmen gehabt, aber die letzten Monate bin ich ziemlich eingebrochen. Ja, das passiert fast allen Tradern. Am Anfang nennt man das Anfängerglück. Ja. Und dann hat sich was geändert. Der Trend hat sich vielleicht verändert, vielleicht. Ja, die Zeit war es einfach und jetzt hat sich das verändert. Und plötzlich erkennt man nicht mehr, was man tun soll. Aber Andreas, das, was ich dir sagen möchte, ja, ist genau das. Wenn du meinen Stream beobachtest oder verfolgst, wirst du genau das merken, was du eigentlich selber suchst. Ein sehr kleines Konto. Ja. Zwar in meinem Beispiel hatte ich zwar, du hast 3000, ich habe mit 5000 jetzt angefangen. Ja. Aber das Ziel ist es trotzdem quasi aus meinem Daytrading mit einem kleinen Konto daraus ein Trading-Business zu machen. Mit dem Ziel natürlich, dass ich $200 monatlich verdiene, ich meine täglich, Durchschnitt, was einem Jahresgehalt von 44.000 entspricht. Und deswegen war auch meine Frage an dich, was stellst du dir vor, wie stellst du dir das vor, was du mit deinem Training machst? Willst du es ernst betreiben oder willst du nur ein bisschen damit spielen und ja, deine 3000 verlieren und am Ende quasi glücklich sein oder unglücklich, je nachdem. Und dich weiter deinem normalen Job widmen.
Oder willst du tatsächlich mit der Börse längerfristig zu tun haben? Oder eventuell sogar dann, ja, Geld damit verdienen? Ja. Möchtest langfristig dabei sein auch. Was ist? Was heißt? Okay, darf ich fragen, wie alt du bist? So, ne? Tatsächlich, auch selbst 19 Jahre, okay, das heißt, machst du gerade Lehre, machst du gerade Ausbildung oder arbeitest du schon, oder hast schon eine Arbeit oder gehst noch zur Schule sogar vielleicht? Oder studierst du? Das ist ein ziemlich junges Alter. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal Paul. Ja. Ich glaube, der ist auch in dem Alter. Ist auch häufiger hier auch im Chat dabei. Weil, warum ich dich frage, was du damit verdienen willst, ja, weil das ist die allerentscheidendste Frage, weil, wenn du die Frage nicht beantworten kannst, dann hast du schon eigentlich die Antwort gegeben. Und zwar, du wirst nichts verdienen. Weil wenn du kein Ziel hast, kannst du auch kein Ziel erreichen. Das ist ganz so simpel, wie das klingt, so richtig ist das auch, ja. Wenn du dir kein Ziel setzt, was du damit erreichen willst, dann kannst du es auch nicht erreichen. Ja, weil erstens, du weißt ja nicht, was du willst. Du weißt nicht, was du machst. Und was allerschlimmsten ist, in dem Fall, wenn man kein Ziel hat, ja, ist es immer so, dass du hast auch keine Basis oder du hast auch keine Basis für dein Risiko. Welches Risiko gehst du ein? Wie groß soll überhaupt dein Risiko sein? Und das ist der Moment, weil man nicht weiß, welches Risiko man eingeht und man geht ja von im Kopf schon aus, man will ja schnell Geld verdienen oder schnell reich werden und dann neigt man sehr schnell dazu, das Risiko extrem anzuheben, sodass der Verlust nur noch ein paar Trades entfernt ist. So viel wie möglich ist gar nichts. Ja, wenn du keine klare Zahl hast, ist es so viel wie möglich, so wenig wie möglich, ist immer dasselbe. Das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Na, es ist wie gar nichts. Weil so viel wie möglich, das ist das, was ich gerade erzählt habe. Ja, wenn du denkst, so viel wie möglich zu verdienen, dann wirst du auch das Risiko, so viel wie möglich einzugehen, um so viel und so schnell wie möglich einen Gewinn zu erzielen. Aber das ist ein langfristiger Totalverlust. Ja. Wie gesagt, es ist einfach... Okay, du gehst noch zur Schule, das heißt, weil normalerweise sage ich das immer so, vergleich das mit deinem Jahresgehalt bei der Arbeit. Ja. Weil das ist immer so ein sehr guter Orientierungspunkt, wenn man mit der Börse anfängt. Weil viele denken so, sie wollen mit 2.000, 3.000, 50.000 zum Beispiel verdienen, so am besten nichts tun, am besten in 3 Monaten noch mit 2, 3, 4, 5 Trades. Ja, aber die Sache ist, oder die andere Frage ist, warum müssen die anderen Menschen, oder warum muss man, wenn man zur Arbeit geht, ein Jahr lang arbeiten, um, sage ich mal, 40.000 zu verdienen? Ja, weil das einfach ein Wert ist. Weil deswegen sage ich auch an der Börse, selbst wenn du so einen McDonald's-Job hast oder wenn du als Schüler bist, ja, versuch mal einen Mindestlohn zu verdienen. 100 Euro, sage ich mal, täglich, durchschnittlich. Warte, wir können das mal rechnen. Was wäre das? 100...
glaube 2. Wie viele Tage sind ohne Wochenende im Jahr? Wie viel sind es? 250? 280? 305, nee, sag mal so, 360 durch 7 sind 52 Wochen. Durch 5. Okay, ich habe keinen Plan, was ich hier mache. Tage ohne Wochenende, wie viele Tage haben wir? Tage im Jahr ohne Wochenende. ...230, okay. 230 Tage, ja, dann ist es ja ganz einfach. Mal 100, dann hättest du 23.000 im Jahr verdient, sage ich mal. Ja, wenn du 100 Euro versuchst, täglich Gewinn zu machen, natürlich ohne Wochenenden. 100 Euro klingt nach, ich weiß nicht, für manche klingt es viel, aber die meisten werden es halt sehr wenig empfinden, so dass sich gar nicht das Trading lohnt, ja. Oder mir kam das auf jeden Fall immer so vor, 100 Euro am Tag, das klingt so nach gar nichts. Aber die Sache ist, versuch mal in deinem Job 100 Euro am Tag zu verdienen, oder die Stunde zum Beispiel, ja. Weil du tradest, oder ich trade nur eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde pro Tag. Und eine 100 Euro Stunde, das ist schon was anderes. Und das ist das, was ich meine, wie man das Ziel setzt. So viel wie möglich, so wenig wie möglich. Und 20% von 3000. Okay, warte mal. 30% durch 5. 600 Euro willst du verdient haben in einem Jahr. Durch 230. Das heißt, du willst am Tag 2,60 Euro verdienen. Und das soll dich motivieren, weiter oder generell zu traden, ohne übertrieben hohe Risiken einzugehen. Ja, Andreas? Oder ist es eine Motivation für dich? 2,60 Euro? Das ist natürlich ein Anfang. Aber du musst ja bedenken, du willst ja Zeit investieren. Oder insbesondere am Anfang die Zeit zum Lernen. Ja, guck mal jetzt, ja, nach 3 Monaten, dann nicht mal 3 Monaten, bin ich schon bei 40%. Und das wären gerade mal 2000, das wäre immer noch zu wenig. Deswegen, ich sag mal so, ja, wahrscheinlich weißt du nicht, worauf ich hinaus möchte. Deswegen verrate ich es dir einfach so. Falls du was anderes hast, ist ja okay, aber vielleicht gibt es noch jemand anderen, der auch so wissen möchte, wie man es macht oder wie ich es gemacht habe, weil ich bin genau den umgekehrten Weg gegangen. Ich wollte nicht 20% haben, ich wollte nicht 100%, nicht 3000%. Wie gesagt, die Zahl hat mich weniger interessiert, sondern für mich war es wichtig, okay, was verdiene ich oder generell? Ich möchte ja, weil ich ja langfristig sehe, weil viele Leute, die meisten, sage ich mal so, ne, überschätzen sich, was sie in einem Monat, 2 Monaten oder in 3 Monaten an der Börse verdienen können und unterschätzen es total, was sie in einem Jahr, in 2 Jahren, in 3 Jahren, in 5 Jahren verdienen können. Ja, und genau deswegen bin ich von diesem auch ausgegangen, dass ich, ja, mein Jahresgehalt quasi im Jahr verdienen möchte. Einfach so mit dem Daytrading von meinem letzten Beruf, den ich hatte. Ja, und das, wie gesagt, das entsprach knapp $200. Das sind 44.000 im Jahr. Na? Auf einen Monat gerechnet, können wir mal durchgehen. Sind es 3.600. Ja. Pro Woche 916. Das ist das Durchschnittsgehalt, was ich in einer Woche verdienen muss. Oder 183
Dollar muss ich durchschnittlich am Ende des Jahres, ja, nicht sofort jetzt muss ich mit 183 beginnen, sondern über das Jahr gesehen, auf 12 Monate gerechnet, muss ich durchschnittlich am Tag 183 Euro verdient haben, um mein Jahresgehalt an der Börse zu verdienen. Was ich früher in meinem Beruf verdient habe, das ich jetzt an der Börse verdiene. Ja. Und in meiner Meinung, das ist schon was. Aber jetzt sieht man ja auch, ne, zum Beispiel, wie gesagt, und das Ziel zu erreichen, und das ist ganz, ganz auch wichtig, dass man das versteht, wenn du dir ein Jahresziel setzt, was du im Jahr verdienen willst, du musst nicht 20%, sondern tatsächlich, warum willst du mit dem Trading anfangen? Weil ich sag's dir jetzt von Anfang an, es ist sehr viel Stress damit verbunden, es ist viel mehr Zeit damit verbunden, als du dir vorstellst, weil jeder fängt an, um weniger zu arbeiten, aber ich garantiere dir, die nächsten Monate wird viel mehr Arbeit sein, weil du es lernen musst, weil du dich tagtäglich mit dem Markt auseinandersetzen musst. Ja, und da wirst du mehr arbeiten als weniger. Und trotzdem wirst du es Spaß machen, und wenn du aus den richtigen Gründen das Trading machst, dann wirst du auch dabei bleiben und am Ende sogar davon profitieren. Aber wenn du es nicht machst, weil wie ich es dir gesagt habe, weil für mich wären 20% am Jahr, das sind 2,60 Euro, ist okay, 20% gerechnet, ich kriege nirgendwo solche Zinsen. Wenn ich langfristig denke, okay, das ist auch sehr viel. Aber andererseits, wenn ich arbeiten gehe, verdiene ich viel mehr. Und dann, wenn ich das so als Zinsen sehe, ja, ist es für mich auch was anderes. Oder ich lebe irgendwo im... weiß ich nicht. Nein, deswegen, wie gesagt, überlegt euch so ein Jahresziel. Na, auch wenn es vielleicht 183 zu viel klingt, fang mit 20.000 an, 24.000, was ist so der Mindestlohn. Fang erstmal damit dich hochzuarbeiten, weil es geht ja darum, dass du am Anfang gar nicht an Gewinne denkst, ja, weil wie gesagt, das ist auch warte, was? 44.000 on a Job Downside, oder Victor? Ich habe dich nicht verstanden, Giga. On a Job Downside. Job Down, was heißt das? Job Down. Drawdown. Achso, nee. 44.000 mit Drawdowns, mit allen Fehlern, alles was passiert. So wie es gerade aktuell läuft. Ja. Es wie gesagt ist mein Mindestziel, was mit meiner aktuellen Art, wie ich trade, ist es das Mindestziel, was ich am Ende des Jahres verdienen möchte. Ja. Guck mal, Andreas, finanzielle Freiheit. Du musst eine feste Zahl haben. Ab wann beginnt für dich die finanzielle Freiheit? Ja, was siehst du darin? Du willst finanzielle Freiheit, dass du nicht mehr arbeiten musst. Oder deine eigene Miete bezahlen kannst. Oder was ist für dich finanzielle Freiheit? Was ist geil, Giga? Ich verstehe dich heute nicht. Was habe ich gesagt? Was hat dich so glücklich gemacht? Macht mich auch glücklich. Weil deswegen sage ich dir, Andreas, ne, bevor du mit etwas anfängst, du musst... Das Trading ist planbar und das musst du auch so schnell wie möglich lernen. Hey, Famima, grüß dich. Oh, immerhin, komm jetzt wenigstens zum Schluss alle mal kurz Hallo sagen. Aber ich habe euch schon heute vermisst, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Aber wie gesagt, Andreas, nochmal an dich zurückzukommen, zu dir. Du musst das Ziel planen, damit du das berechnen kannst, weil wenn du sagst, so viel wie möglich, Freiheit, aber du hast nicht die Zahlen, die du verdienen willst, wie gesagt, ohne bestimmte Zahlen, egal wie groß die sind oder wie klein die ist, ohne konkrete Zahl, ist es eine unbestimmte Zahl und jede unbestimmte Zahl führt zu emotionalen Entscheidungen. Und jede emotionale Entscheidung führt zum Totalverlust. Weil du wirst dich selber bestrafen, du wirst dich elendig fühlen, wenn du verlierst, du wirst euphorisch sein, wenn du gewinnst. Und wie gesagt, das Leben oder das Stream wird wie so eine Achterbahn. Und früher oder später, wie gesagt, fährst du gegen die Wand und dann ist es zu Ende.
Und das soll auf jeden Fall nicht passieren. Deswegen, wie gesagt, frag deine Eltern, wie viel verdienen die im Jahr? Ja, weil deine Eltern wahrscheinlich haben ein Haus, eine Wohnung, egal, die leben ja ein bestimmtes Leben. Und versuch mal einfach so das Gehalt deines Vaters zum Beispiel. Okay, guck mal, jetzt kommst du da Sachen, ja, 4000 Euro im Monat brutto. Warte mal. 4000 im Monat durch 4 sind 1000 die Woche. Na, sind 200, die du brauchst, um am Tag zu verdienen. Da kommen wir wieder zu dem Beispiel, das ist genau das Mindestbeispiel, was ich hier in meinem Stream zeigen möchte. Wie man aus einem kleinen Konto ein Trading-Business aufbaut, ohne dass das Geld direkt weg ist. Sondern ohne übertriebenes Risiko einzugehen, sondern den Zinseszinseffekt zu nutzen, um aus Geld mehr Geld zu machen, ohne dass man mehr dafür arbeiten muss. Ja, und deswegen ist das die einmalige Gelegenheit an der Börse oder beim Trading ist es generell, dass du nicht mehr arbeiten musst, um mehr Geld zu verdienen. Sondern wenn du es einmal geschafft hast, auf der kleinsten Ebene, so den kleinsten Kreis, eine Strategie immer zu wiederholen und damit immer den kleinsten Gewinn zu machen. Nach 100 Versuchen, nach 1000 Versuchen, egal, solange es langfristig immer einen positiven Wert hat, wirst du langfristig sehr viel Geld mit der Strategie verdienen. Und dabei spielt es erstmal keine Rolle, ob du $10 verdienst, ja, in der Woche am Tag, $100 am Tag sofort oder 10.000 und so weiter. Weil wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, es ist nur ein Klick davon entfernt, aus $10 $1000 zu machen. Ja, es ist nur eine Kontraktzahl, eine Positionsgröße. Geld macht mehr Geld. Dafür musst du nicht länger arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man begreifen muss. Deswegen muss man nicht, ganz, ganz wichtig, kein übertriebenes Risiko einzugehen. Obwohl mit 3000 anzufangen und zu erwarten, dass man 4000 verdient, ja, es ist schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ja, weil dein Startkapital ist, okay, aber innerhalb eines Jahres oder nach einem Jahr wäre es wiederum was anderes. Im ersten Jahr sehe ich das als kritisch, weil insbesondere wenn du als Anfänger anfängst, hast du keine Basis, sondern wenn du direkt ein paar Trades verloren hast, bist du schon kurz davor von Totalverlust. Du hast keine Luft, um den Drawdown auszuhalten, zum Beispiel. Ja. Aber es ist ein Ziel, weil wie gesagt, 4000 entspricht im Jahr, was war das nochmal? 4000 mal 12, 48.000. Was? Ich zeige dir den Untergrund, als Anfänger anfängst. Ich zeige dir den Untergrund. Moin, was geht? Scheiße, Mann. Wer ist das? Und was möchtest du zeigen? Ai. So. Und vielleicht habe ich jetzt hier eine Gelegenheit nochmal. Ich kann nicht 4 mal 12 rechnen und möchte über Geschäft reden, Bruder. Bruder, musst du nicht. Ist dir überlassen, wie du redest, worüber du denkst. Sag, was habe ich hier? Okay, immer noch kein Einstieg. Kurz, vielleicht habe ich gleich einen Stop, einen Moment.
Gleich geht's weiter. Ah, okay, zu spät. Alles gut, ja. Alles gut. Ist alles gut bei dir? Gut. Ich kann den Namen gerade nicht lesen. Ich zeige dir den Untergrund. Okay. Grüß dich. Zeig mir den Untergrund. Underground. So. Okay, das ist leider, ja. Kein Einstiegssignal. Zu verspätet. Mal gucken, ob ich wiederkomme. Was ist da jetzt hier? 77,5. Okay. Bei mir ist auch alles gut. Das ist schön. Das ist wunderschön. So ein Mikrohandel, ja, es ist. Wie gesagt, ob Mikro oder Mini, große Futures, Aktien, ist egal, was man tut. Ohne einen Plan, was du willst. Wie gesagt, sehe ich da persönlich keine großen Möglichkeiten, keine großen Sprünge. Weil früher oder später werden alle Entscheidungen zu emotionalen Entscheidungen und früher oder später führen auch alle emotionalen Entscheidungen zum totalen Verlustentscheidungen. Okay, ich habe mich kurz vom Chat abgekommen. Bei mir ist auch alles gut, okay, das habe ich schon gelesen. So, ein Mikrohandel 3000, kann man 3000 besser SL haben? Was ist SL haben? Oder SL oder Silber oder was meinst du damit? Besser SL haben. Stops. Also wie gesagt, 3000, aber Mikro, ja. Und wie gesagt, man muss wissen, wo man hin will. Weil wenn man startet, wie gesagt, er sagt jetzt zuerst 20%, das ist immer ein sehr gutes Beispiel, dass man erkennt, 20% auf ein Jahr gesehen, ergeben am Ende 2,60 €. Ja. Und dann, wenn man überlegt, aber okay, ich will aber mehr Geld verdienen, aber man hat nicht weniger Geld, dann muss man so einen Kompromiss finden, wo was ist da mit dem Geld möglich? Man möchte aber mit. Was soll denn das sein? Obwohl, das ist noch zu früh. Oh Mann, ja, kurz vor 5. Tatsächlich. Weiß jetzt nicht, ob ich noch einen Trade machen soll. Und wie gesagt, Andreas, ich kann dir nur ans Herz legen,
ja. Bevor du das Geld oder mit dem anfängst, ne, mit dem Echtgeld zu traden, wie gesagt, 3000 Geld ist wahrscheinlich viel Geld für dich als Schüler, ist was sehr viel Geld. Ja. Mach lieber Urlaub. Vom Teil des Geldes, damit du wenigstens was Schönes davon hast, ja, kauf dir was Schönes. Und mit dem anderen Geld, wie gesagt, wenn du denkst, schnell reichste Geld oder schnell reich zu werden, wie gesagt, ist das Geld sehr schnell weg. Ansonsten empfehle ich dir, wie gesagt, ohne jetzt einen Eigenlob oder Eigenwerbung zu machen, schau mal einen Stream, weil dann siehst du einfach, weil wie gesagt, es ist ein bisschen größeres Geld oder ein bisschen größeres Konto als das, was du hast. Na, wie gesagt, der Anfang ist mit 5000 gemacht. Aber dann siehst du ungefähr die Zwischenschritte zwischen, ja, für ein Risiko und Profit. Und wie sich das Konto dann durch den Dank Zinseszinses entwickelt. Ohne dass du jetzt, sage ich mal, ja, ein bestimmtes oder zu großes Risiken eingehst. Und das Geld, was du jetzt als 3000 hast, vielleicht in einem Monat nicht mehr hast. Okay. So, jetzt haben wir den Trend Change und jetzt bin ich mir sicher, okay, dass es heute zu keinem weiteren Trade mehr kommt. So. Wie gesagt, alle die... Ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Trading. Jahre sind es mittlerweile, Jahre. Oh, Kacke, ey. Okay, ne. Ganz so, genug für heute. Für alle. Alles klar, dann bist du immer live. Warte, das wollte ich gerade zeigen. Warte mal, Andreas. Das sind, wie gesagt, heute gibt es keine Trades mehr von mir. Das sind meine Streaming-Zeiten, wann es losgeht, von wann bis wann. Würde mich freuen natürlich, alle, die jetzt zugeschaut haben, dass ihr das Video liked, meinen Kanal abonniert und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr keinen Stream verpasst. Wie gesagt, für alle, die es lernen wollen, für alle, die schon Geld verbrannt haben, für alle, die es Geld verbrennen werden, ja, finde ich, das ist der Grund, warum ich den Stream mache. Um nicht anzugeben, sondern weil das die häufigste Frage ist, wie ich immer finde, beziehungsweise als Anfänger, wie soll man anfangen, ohne dass man das ganze Geld verliert. Das ist die Möglichkeit. Ja, aber ja, bitte Andreas. Und dir auch, Giga. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Und du, Andreas, natürlich auch. Ja. Weil, wie gesagt, mit 3000 anzufangen und davon, sage ich mal, im ersten Jahr oder in den ersten Monaten zu erwarten, dass man davon leben kann, das ist sehr, sehr schwierig. Selbst wenn du in einem Jahr die 40.000 gemacht hast, ja, darfst du nicht vergessen, du musst noch die Steuern zahlen. Ja, und wenn du davon leben willst, ja, und das Konto aufbauen und leben willst, wie gesagt, das ist zwei verschiedene Sachen. Weil selbst wenn du diese unglaubliche Leistung vollbringst und, sage ich mal, 1000% Gewinn machst, ja, in einem Jahr, wird es dir immer noch nicht reichen, um davon zu leben. Ja, okay. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Freue mich auf morgen. Wir hatten heute einen guten Start. Und ja, und wir sehen uns dann
Morgen 15:20 Uhr bis 17 Uhr. Wie immer. Sehr schön, Giga. Ja, hatte ich heute schon vermisst. Also wie gesagt, heute war der Start ein bisschen, ja, hat länger gedauert. Aber freut mich, korrekt. So.